Deutsch lernen durch Hören. Wir werden ein Video pro Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Abonnieren Sie bitte den Kanal und klicken auch auf die Glocke, damit Sie dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online ist. Konrad Wolf? Hi, Konrad, ich bin's, Nadine. Oh, hallo Nadine. Das ist ja schön, dass du anrufst. Ja, ich wollte mich mal melden. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gehört. Wie geht es dir? Ich bin zurzeit auf Geschäftsreise in London. Oh, das klingt ja super. Wie ist das Wetter da so? Naja, kalt und nass. Ich bin seit Montag hier und habe noch nicht einmal die Sonne gesehen. Es regnet Tag und Nacht. Naja, das ist für London ja ganz normal. Wir haben vor 2 Jahren mal eine Woche unseres Sommerurlaubs dort verbracht. Und es war die ganze Zeit neblig und trüb. Nur am letzten Tag hatten wir strahlenden Sonnenschein. Da hast du recht. Naja, es ist ja auch eine Geschäftsreise und kein Urlaub. Da kann ich mich ja kaum über das Wetter beschweren. Die meiste Zeit verbringe ich in irgendwelchen Konferenzräumen oder in meinem Hotelzimmer. Wenn du Glück hast, scheint ja vielleicht noch die Sonne. Das wäre wirklich wunderbar. Ich habe durch das nasskalte Wetter bereits einen ordentlichen Schnupfen und bin froh, dass ich heute vom Hotel aus arbeite und nicht auf die Straße gehen muss. Das klingt doch gut. Dann mach dir am besten einen schön heißen Erkältungstee, dann geht es dir morgen schon viel besser. Das ist eine super Idee, das mache ich. Und, wie ist dein Hotel so? Fühlst du dich wohl? Ja, es ist sehr schön. Die Zimmer sind zwar klein, aber für mich reicht das aus. Es ist sauber und um die Ecke gibt es ein kleines Restaurant, wo ich abends immer essen gehe. Das ist wirklich lecker dort. Na, das klingt doch alles sehr gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Aufenthalt in London. Danke dir. Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder in München bin. Vielleicht können wir ja mal wieder einen gemeinsamen Grillabend mit unseren Familien machen. Das letzte Mal ist schon eine Weile her. Ja, sehr gerne. Lass uns dann noch mal darüber sprechen. Gut, dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Danke, dir auch. Bis bald. Bis bald. Guten Tag, Frau Bierberger. Das ist aber schön, Sie mal wieder zu sehen. Ich habe Sie schon vermisst. Ja, guten Tag, Katrin. Wie geht es Ihnen denn? Und der Familie? Sind alle gesund? Ja, danke. Es geht uns allen gut, zum Glück. Die Grippewelle ist spurlos an uns vorbeigegangen. Ach ja, aber nicht die Corona-Krise. Wie sieht's bei Ihnen aus? Geht es Ihnen gut? Ach, fragen Sie nicht. Ich habe immer Rückenschmerzen. Man ist eben keine 50 mehr. Wie hätten Sie es denn heute gerne? Wie immer, nur die Seiten und hinten etwas kürzer? Oder möchten Sie mal was Neues ausprobieren? Passend zur neuen Herbstmode? Ich bin mir nicht sicher. Also schneiden auf jeden Fall. Aber wir sollten auch etwas mit der Haarfarbe machen. So wie es jetzt ist, gefällt mir das nicht mehr. Das macht mich so alt. Vielleicht könnten wir da etwas Farbe ins Spiel bringen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich könnte Ihnen ein paar rote Strähnchen färben. Das sieht frischer aus. Wir könnten das auch erst als Tönung probieren. Das wäscht sich nach 3 Wochen wieder raus. Wenn es Ihnen gefällt, können wir danach richtig färben. Schauen Sie mal hier an der Farbkarte. Ich würde einen warmen Herbstton empfehlen. Das hört sich wunderbar an. Bitte machen Sie das so. Hallo Denise, was kann ich für dich tun? Hallo Bernd, hast du kurz 5 Minuten Zeit für mich? Ich müsste ein paar Dinge mit dir besprechen. Ja, natürlich. Was gibt es denn? Ich plane gerade die Firmengrillparty für alle Kollegen nächsten Freitag und brauche deine Unterstützung. Ich habe da noch ein paar Punkte, die ich allein nicht so richtig lösen kann. Ja, klar. Wie kann ich dir helfen? In unserer Filiale arbeiten derzeit 20 Mitarbeiter. Ich habe bereits einen Grill organisiert und auch Grillkohle. Das ist schon mal gut. Was möchtest du grillen? Ich hatte gehofft, dass du mit mir gemeinsam zum Großhandel fährst. Du hast doch eine Karte der Firma, um dort einkaufen zu können. Ja, die habe ich. Ich kann gern mit dir gemeinsam am Freitagvormittag zum Großhandel fahren. Das ist kein Problem. Brauchst du sonst noch etwas? Super. Ja, wir haben in der Firma nicht genug Besteck, Teller und Gläser. Entweder kaufen wir direkt etwas Geschirr für die ganze Firma oder wir kaufen Plastikteller und Besteck. Ich glaube, Plastikgeschirr ist für eine Feier unpassend. Wenn wir jetzt einmal Porzellanteller und Edelstahlbesteck kaufen, dann haben wir dieses Problem in Zukunft nicht mehr. Super.
Ich bespreche das mit dem Chef, aber er hat bestimmt nichts dagegen. Dann holen wir am Freitag gemeinsam Fleisch und Geschirr im Großhandel. Was soll es denn noch zu essen geben? Ich dachte noch an Nudelsalat, Kartoffelsalat, Baguette für den Grill und verschiedene Soßen. Das klingt gut. Besorgen wir das auch alles am Freitag? Ja, die Soßen auf jeden Fall. Aber die Salate bereite ich am Donnerstag bereits zu Hause vor. Die schmecken einfach viel besser, wenn man sie selbst macht. Außerdem ist es günstiger, als die fertigen Salate für 20 Personen einzukaufen. Du hast recht. Wenn wir am Wochenende in unserem Garten grillen, macht meine Frau immer einen unglaublich leckeren Salat mit Tomate und Mozzarella dazu. Soll ich sie mal fragen, ob sie diesen Salat auch für unsere Grillparty vorbereiten würde? Dann bringe ich den am Freitag mit zur Arbeit. Oh ja, das wäre fantastisch. Dann haben wir auch einen frischen Salat mit Tomaten dazu. Da werden sich die Kollegen sicherlich freuen. Vielen Dank, Bernd. Oh ja, ich freue mich nun auch schon sehr auf die Grillparty. Brauchst du sonst noch etwas? Oh, ja, da fällt mir ein, dass wir auch nicht genügend Tische und Stühle haben. Wir haben 4 Bierbänke und 2 Tische unten im Lagerraum. Für 20 Personen wird das nicht reichen. Hast du eine Idee, woher wir noch 2 Bänke und einen Tisch bekommen? Da muss ich kurz bei meinem Kollegen fragen. Ich glaube, der hat zu Hause noch Bänke und Tische, die er uns sicherlich leihen würde. Das wäre super. Sagst du mir dann Bescheid, ob das klappt? Natürlich. Nach unserem Gespräch über das ganze leckere Essen bekomme ich direkt Hunger. Oh, es ist ja auch schon 12 Uhr. Dann werde ich direkt mal Mittagessen gehen. Vielen Dank. Wohin gehst du denn heute zum Essen? Ich gehe zum Bäcker in der Nebenstraße. Soll ich dir etwas mitbringen? Oh, Bäcker klingt sehr gut. Weißt du was, Bernd? Ich komme dich unten abholen und gehe mit dir gemeinsam zum Bäcker. Super, das freut mich. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Kemal Akin. Ich habe einen Termin um 12 Uhr mit Frau Bauer. Kemal Akin. Ah, richtig. Hier. Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz. Herr Akin, es tut mir leid, aber Sie müssen noch etwas warten. Frau Bauer ist in einer wichtigen Besprechung. Es könnte noch etwas länger dauern, aber bestimmt nicht mehr als 20 Minuten. Möchten Sie in der Zwischenzeit was trinken? Ein Kaffee? Ja, dann trinke ich gerne einen Kaffee. Ohne Milch und Zucker, bitte. Hallo, Herr Akin. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Ich war in einem Gespräch. Das hat leider etwas länger gedauert. Kommen Sie bitte mit. Guten Morgen. Das ist nicht so schlimm. Ich habe keine weiteren Termine. Setzen Sie sich doch bitte, Herr Akin. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich besuche seit mehreren Monaten einen Deutschkurs und beende den Kurs im nächsten Monat. Nun bin ich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sehr gut. Haben Sie sich denn schon bei Firmen beworben? Ich habe mich noch nicht beworben, da ich nicht genau weiß, wie meine Bewerbung aussehen muss und welche Unterlagen ich dafür benötige. Wonach suchen Sie genau? Haben Sie schon eine genaue Vorstellung, in welchem Beruf Sie arbeiten wollen? Ich möchte gerne eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machen. Woher kommen Sie denn? Haben Sie denn in Ihrem Heimatland schon Berufserfahrungen gesammelt? Ja, ich habe in der Türkei 3 Jahre als Taxifahrer gearbeitet. Leider musste die Firma wegen zu hoher Konkurrenz schließen. Danach war ich 2 Jahre als Verkäufer tätig. Was haben Sie denn zuletzt beruflich gemacht? Hier in Deutschland habe ich bei Kaufland immer nachts Waren in die Regale geräumt und meinen Deutschkurs begonnen. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten haben Sie sonst noch? Ich habe schon in dem Taxiunternehmen kleinere Reparaturen an den Autos selbst durchgeführt, auch für meine Kollegen. Wenn sie Probleme mit ihren Taxis hatten, habe ich mir das angesehen und konnte helfen. Und welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Türkisch. Das ist meine Muttersprache. Außerdem spreche ich gut Englisch und durch den Deutschkurs mittlerweile ganz gut Deutsch. Was erwarten Sie denn von Ihrer Ausbildung? Ich hatte schon immer ein sehr großes Interesse für Autos. Ich möchte die Technik besser verstehen und ich möchte Menschen helfen und ihre Autos wieder in Ordnung bringen. Gut, Herr Akin. Ich suche jetzt einmal unsere Stellenanzeigen nach geeigneten Angeboten durch. Das dauert einen kleinen Moment.
Also ich habe 5 Angebote gefunden, die zu Ihren Wünschen passen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall etwas für Sie dabei. Oh, das klingt gut. Ich habe hier einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatroniker bei Audi. Die suchen dringend neue Azubis. Ich habe erst letzte Woche einem jungen Mann einen Ausbildungsplatz als Automobilkaufmann dort vermittelt. Er wurde direkt eingestellt und ist sehr zufrieden mit seiner neuen Arbeit. Und welche Voraussetzungen werden erwartet? Ein guter Schulabschluss, erste Erfahrungen im Bereich Automobile und Technik und eine hohe Lernbereitschaft. Das sollte bei Ihnen ja alles zutreffen. Das klingt super. Und wie schreibe ich meine Bewerbung? Das habe ich noch nie gemacht. In der Türkei bin ich immer direkt zu den Firmen gegangen und habe mich persönlich vorgestellt. Das hat ausgereicht. Ich drucke Ihnen erstmal die Anzeige und die Arbeitgeberdaten aus. Außerdem habe ich hier noch eine kleine Anleitung, wie eine Bewerbung aussehen sollte und welche Unterlagen Sie beilegen sollten. So, hier sind die Unterlagen. Vielen Dank. Dann werde ich mich schnell dort bewerben und hoffen, dass ich diesen Ausbildungsplatz bekomme. Dann würde ich endlich in meinem Traumberuf arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Wenn Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich gerne bei mir. Einmal Bulette mit Pommes und Ketchup, bitte. Gern. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Ich esse hier. Das macht 5 Euro, bitte. Klar, hier. Vielen Dank. Lassen Sie es sich schmecken. Danke. Hey, darf ich mich zu dir setzen? Alle anderen Plätze sind voll. Ja, klar. Setz dich. Sag mal, sind wir nicht in demselben Bioseminar? Stimmt. Ich erinnere mich an dich. Ich habe mal eine Frage. Du sprichst mit einem Akzent. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Ich bin dort geboren und erst seit einem Jahr hier in Deutschland. Aber Deutsch sprichst du schon länger, oder? Ja, vor etwa 2 Jahren habe ich die ersten deutschen Wörter gelernt. Weil du wusstest, dass du hier studieren willst? Nein, ich habe am Strand in meiner Heimatstadt ein Mädchen kennengelernt. Sie war Deutsche und hat mir ein paar Sätze beigebracht. Ich war von der Sprache so fasziniert, dass ich dann angefangen habe, über das Internet Deutsch zu lernen und mir viele Filme in Deutsch angesehen habe. So habe ich nach und nach immer mehr gelernt. Verstehe. Und wie kommt es, dass du nun hier in Wuppertal bist? Das Mädchen vom Strand, Julia, sie war damals auf Rucksacktour durch Europa. Sie wohnt auch hier in Wuppertal. Als sie nach 6 Monaten wieder zu Hause angekommen ist, hat sie mir eine Postkarte geschickt und mich eingeladen, sie einmal zu besuchen. Das habe ich dann auch getan. Wow. Und dann bist du einfach hier geblieben? So ähnlich. Ich war begeistert von Deutschland und den Möglichkeiten, die sich mir hier geboten haben. Ich bin 2 Wochen geblieben und habe mich dann von Spanien aus auf ein Stipendium an der Uni hier in Wuppertal beworben. Und das hat tatsächlich geklappt. Also bin ich umgezogen und lebe seitdem bei Julia in der WG. Ach, cool. Aber hast du in Spanien keine Familie? Was haben die dazu gesagt, dass du weggehst? Meine Mutter ist leider schon vor vielen Jahren gestorben. Aber mein Vater hat mich unterstützt. Ich wollte schon immer Medizin studieren. Und die Möglichkeiten sind hier in Deutschland viel besser. Also hat mein Papa für mein Flugticket nach Deutschland gespart. Er steht voll hinter mir und ist sehr stolz. Das mit deiner Mutter tut mir leid. Das muss es nicht. Es ist schon über 10 Jahre her. Sie war leider sehr krank. Willst du deshalb Medizin studieren? Ja, genau. Ich möchte Menschen helfen und Leben retten. Und dank meines Vaters habe ich die Chance dazu. Das klingt toll. Besuchst du deinen Vater oft? Nein, leider nicht. Ich habe zwar neben der Uni einen Job in einer Bar, aber dort verdiene ich nicht genug, um mir ein Flugticket zu kaufen. Ich habe meinen Vater seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Aber ich spare so gut ich kann. Wenn ich weiterhin am Wochenende Extraschichten mache, kann ich nächstes Jahr nach Spanien fliegen und ihn wiedersehen. Darauf freue ich mich schon. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Dann könntest du deinen Vater noch dieses Jahr besuchen. Vielleicht zu Weihnachten. Aber Weihnachten ist doch schon nächsten Monat. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Ich bezahle deinen Flug, Was? Wieso solltest du das tun? weil ich es kann. Du musst wissen, dass meine Familie sehr viel Geld hat. Ein Flugticket nach Spanien ist da kein Problem, Ruben. Ich schenke es dir. Zu Weihnachten sollte jeder bei seiner Familie sein. Sieh es einfach als Weihnachtsgeschenk. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Es wäre unhöflich, das abzulehnen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein Dankeschön reicht mir. Danke, danke, danke. Ich bin überglücklich. Gern geschehen. Ich buche das Ticket direkt online. Nicht, dass du es dir anders überlegst.
Du, Emma, wir müssen heute unbedingt einkaufen gehen. Der Kühlschrank ist fast leer und die Einkaufsliste ist echt lang. Ja, das stimmt. Wohin wollen wir gehen? Ich würde gern zu Kaufland fahren. Da bekommt man wenigstens alles in einem Laden. Echt? Zu Kaufland? Da ist es immer so super voll. Das finde ich wirklich sehr anstrengend. Ja, voll ist es da immer. Aber die haben wirklich alles und die Regale sind nie leer. Wollen wir nicht lieber zu Penny fahren? Bei Kaufland läuft man immer ewig und braucht mindestens 1 Stunde. Nein, zu Penny möchte ich auf keinen Fall. Die letzten Tage war dort immer die Hälfte der Regale leer. Ich konnte da am Montag nicht einmal Milch kaufen und Mehl gab es auch keins. Dabei wollte ich einen Kuchen backen, aber das ging dann leider nicht. Oh, das ist natürlich blöd. Was hältst du denn von dem neuen Lieferservice, den es seit kurzem gibt? Welcher Lieferservice? Ich habe gestern gesehen, dass man bei Rewe jetzt auch online bestellen kann. Am nächsten Tag kommt dann der Fahrer vorbei und bringt deinen Einkauf bis vor die Tür. Das ist ja praktisch. Dann müssen wir die ganzen Tüten nicht hochtragen. Wir brauchen dieses Mal wirklich viele Sachen. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Klar, warum nicht? Komm, ich mach direkt mal den Computer an. Und wie funktioniert das jetzt? Man sucht sich seine Produkte aus, legt sie in den Warenkorb und muss dann auch erst bezahlen, wenn die Lebensmittel geliefert wurden. Das ist ja kinderleicht. Gibt es denn dort dieselbe Auswahl wie im Laden? Das weiß ich nicht, aber das werden wir schon merken. Was brauchen wir denn alles? Zuerst einmal Dinkelmehl. Ja, habe ich. Dann einmal Kartoffelbrot. Das finde ich leider nicht. Das haben sie wohl online nicht im Angebot. Okay, und was ist mit frischem Gemüse? Das gibt es. Schau mal hier. Ist aber schon blöd, dass ich mir das jetzt nicht selbst aussuchen kann. Da hast du recht. Du musst darauf vertrauen, dass der Lieferservice dir ein schönes Exemplar aussucht. Weißt du was? Ich glaube, ich fahre doch lieber selbst einkaufen. Dann bekomme ich alles, was ich brauche und kann mich auch ein wenig inspirieren lassen, wenn ich durch die Gänge laufe. Na gut, vielleicht ein anderes Mal. Dann fahren wir eben zu Kaufland. Guten Morgen, Martina. Wie war dein Wochenende? Hallo Yvonne, ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Wir waren am Wochenende mit den Kindern im Schwimmbad. Lars bereitet sich auf die Schwimmmeisterschaft vor, die bald in Hamburg stattfindet und will daher so oft mit uns ins Schwimmbad kommen, um zu üben. Oh, das ist ja klasse. Wie alt ist Lars denn jetzt? Lars ist jetzt 10 Jahre alt, aber nächsten Monat wird er bereits 11. Wow, schon 11. Ach, die Kinder wachsen so schnell. Meine Tochter ist mittlerweile 25 Jahre alt und wohnt in München. Mir kommt es wie gestern vor, als ich sie an ihrem ersten Tag in die Schule begleitet habe. Und nun ist sie selbst verheiratet. Daran darf ich noch gar nicht denken. Es ist ja zu früh. Was hast du am Wochenende so gemacht? Ich bin einkaufen gegangen, hab den Haushalt erledigt und hab die Schwiegereltern zum Kaffeetrinken besucht. Das ist doch auch schön. Seid ihr mit der Renovierung fertig? Ja, schon. Aber das war wirklich viel Arbeit. Das glaube ich dir. Warum bist du denn eigentlich hergekommen? Eigentlich bin ich zu dir ins Büro gekommen, weil ich gehört habe, dass unsere Besprechung mit der Wagner AG verschoben worden ist. Ja, leider. Herr Müller hat mich heute Morgen angerufen und mir mitgeteilt, dass sein Chef, der Herr Wagner, leider krank geworden ist und daher den Termin nicht wahrnehmen kann. Das ist ja ärgerlich. Ich muss ganz dringend einige Themen mit Herrn Wagner besprechen, sonst kann ich die Bestellung nicht aufgeben. Ich habe mit Herrn Müller einen neuen Termin für Donnerstag nächste Woche vereinbart. Kannst du bis dahin noch warten? Erst am Donnerstag? Nein, das ist zu spät. Die Bestellung muss spätestens am Montag gemacht werden, sonst kommt das Material zu spät und wir können unsere Termine mit der Wagner AG nicht halten. Oh je, das wusste ich nicht. Was machen wir jetzt? Kannst du Herrn Müller nochmal anrufen und um einen früheren Termin bitten? Vielleicht ist Herr Wagner ja nicht so lange krank und kann eventuell diese Woche noch einen Termin mit uns vereinbaren. Am besten sprichst du selbst mit Herrn Müller. Warte, ich suche dir schnell seine Telefonnummer und schreibe sie auf. Moment. So, hier ist sie. Er sagte mir vorhin, dass er bis 12 Uhr in einer Besprechung ist, aber danach wirst du ihn sicherlich erreichen. Ab 12 Uhr bin ich dann in einer Besprechung. Die wird vermutlich den ganzen Nachmittag dauern. Kannst du bitte Herrn Müller nach 12 Uhr nochmal anrufen und alles mit ihm besprechen? Ja, das ist kein Problem. Ich schreibe dir dann eine E-Mail, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Die kannst du ja über dein Handy auch während der Besprechung lesen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank, Martina. Kein Problem.
Ich sage dir Bescheid. Komm, ich spendiere dir einen Kaffee in der Cafeteria. Gerne. Vielleicht gibt's in der Cafeteria noch zu essen. Croissant oder Berliner. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Ich habe dort vor einer halben Stunde gefrühstückt. Allerdings gab es nur das normale Frühstück. Brötchen mit Wurst und Käse. Guten Tag, Herr Köhler. Was kann ich für Sie tun? Was fehlt Ihnen denn? Oh, ich weiß es nicht. Mir ist seit kurzem immer so schwindelig. Und müde bin ich auch immer. Mir geht es gar nicht gut. Schlafen kann ich auch nicht mehr richtig. Mhm. Seit wann haben Sie denn diese Beschwerden? Das geht schon seit ein paar Wochen so und wird nicht besser. Herr Köhler, haben Sie Stress? Auf der Arbeit oder zu Hause? Naja, schon ein bisschen. Ich arbeite ja als Hausmeister im Altenheim. Da ist immer viel los. Seit kurzem werden alle Betten gegen neue Modelle ausgetauscht. Wir haben 84 Bewohner. Da ist richtig viel zu tun. Und es gibt immer wieder Streit mit den Kollegen. Die melden sich einfach krank und drücken sich vor der Arbeit. Was machen Sie denn zur Entspannung nach der Arbeit? Gar nichts, wenn ich mal ehrlich bin. Ich gehe nach Hause und schaue fern. Zu mehr habe ich einfach keine Kraft mehr nach dem langen Tag. Das glaube ich gern. Trotzdem sollten Sie mehr an sich denken. Besuchen Sie doch mal einen Entspannungskurs. Yoga oder Pilates kann Ihnen da sehr gut helfen. Die Kosten bekommen Sie von Ihrer Krankenkasse zurück. Ich habe hier eine Broschüre für Sie, die gebe ich Ihnen mal mit. Sie sollten auch unbedingt mit dem Rauchen aufhören, Herr Köhler. Ihre Atmung gefällt mir gar nicht. Ich möchte gerne bei Ihnen einen Lungenfunktionstest machen. Die Beschwerden könnten nämlich auch vom Rauchen kommen. Frau Schnapper kann diesen Test gleich durchführen. Warten Sie bitte kurz hier, ich sage ihr gleich Bescheid. Vielen Dank. Wenn es Ihnen schwerfällt, allein mit dem Rauchen aufzuhören, kommen Sie bitte einfach nochmal vorbei. Auch da gibt es Kurse, die Ihnen helfen. Die kosten auch nichts. Na, das sind ja viele Aufträge. Ich hoffe, ich kann das alles schaffen. Dankeschön nochmal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo, Marika. Hallo Steffen, schön, dass ich dich erreiche. Ich hatte es heute Vormittag schon mal probiert. Ja, das habe ich gesehen. Aber da war ich unterwegs. Das macht ja nichts. Du wolltest, dass ich dich zurückrufe. Was gibt es denn? Ich wollte hören, wie es dir so geht. Gefällt es dir in Österreich? Ja, es ist wundervoll. Ich kann mich nicht beschweren. Das klingt sehr gut. Wie hast du dich eingelebt? Naja, ich bin ja erst seit 2 Wochen hier. Aber alle sind sehr nett. Ich habe mich mit ein paar Mädchen aus meinem Jahrgang angefreundet. Sie wollen mir an diesem Wochenende mal ein wenig die Stadt zeigen. Ich habe ja noch nicht viel gesehen, seitdem ich hier bin. Oh, Wien ist wunderschön. Ich habe dort schon oft Urlaub gemacht und kann dir einige Orte empfehlen. Danke, das ist lieb von dir. Aber ich schaue erst mal, was wir uns am Samstag ansehen. In welchem Bezirk wohnst du denn? Ich habe eine Wohngemeinschaft in Floridsdorf gefunden. Die Wohnung ist nicht weit weg von der Donau. Manchmal setze ich mich ans Ufer, um zu lernen. Das klingt wundervoll. Und wie läuft deine Ausbildung bisher? Soweit ganz gut. Wir haben unseren Ausbilder kennengelernt und haben 3-mal pro Woche Berufsschule. Die anderen 2 Tage arbeiten wir im Hotel. Es ist sehr luxuriös und nobel. Das hatte ich mir gar nicht so vorgestellt. Naja, es ist ja auch ein 5-Sterne-Hotel. Hast du denn schon eine berühmte Person oder einen Schauspieler als Gast gehabt? Nein, bisher nicht. Aber meine Kollegin sagte mir, dass zum Wiener Opernball immer ganz viele berühmte Leute hier im Hotel wohnen. Ich bin schon ganz gespannt. Aber denk dran, dass du als Hotelmanagerin professionell bleiben musst. Natürlich, da hast du recht. Ich werde daran denken. Und deine WG? Wie ist die so? Echt schön. Wir wohnen dort zu dritt und jeder hat ein großes Zimmer. Außerdem 2 Bäder und eine riesige Wohnküche, in der wir immer alle gemeinsam kochen, quatschen und lernen. Sind die anderen beiden auch Auszubildende? Susanne studiert hier in Wien. Und Anna macht eine Ausbildung zur Köchin. Lustigerweise auch im Melia Vienna Hotel. Wir fahren morgens immer gemeinsam zur Arbeit. Ach, das ist ja ein lustiger Zufall. Aber dann bist du wenigstens nicht allein. Das freut mich zu hören. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass du nun ganz allein in Wien sitzt und niemanden hast. Keine Sorge, Steffen. Ich komme hier sehr gut zurecht. Aber ich finde es sehr lieb von dir, dass du dir Gedanken machst. Naja, ich muss ja ein wenig auf meine kleine Nichte aufpassen, wenn sie einfach in die Ferne geht. Ach, Steffen, ich bin 18 Jahre alt und schon lange nicht mehr klein. Für mich wirst du immer die kleine Marika bleiben. Ach, Marika, ich wollte noch was fragen.
Ich habe noch ein paar Urlaubstage und mein Chef möchte, dass ich sie bald nehme. Also habe ich mir gedacht, ich besuche dich. Janina will auch mitkommen. Sie hat noch 1-2 Wochen Zeit bis zur Eröffnung ihres neuen Restaurants. Ich finde, es ist Zeit für eine kleine Stadttour. Das ist keine schlechte Idee. Hallo, ich heiße Kerstin Hausmann. Ich bin in einem kleinen Stadtteil in Leipzig groß geworden. Da hatten wir ein schönes Haus mit einem großen Garten. Ich war total begeistert von diesem Garten. Weißt du, wir hatten samstags immer eine große Gartenparty mit vielen Freunden und Kollegen. Ich habe das Gymnasium besucht, Abitur gemacht und direkt nach dem Abitur bin ich von zu Hause ausgezogen. Dann 5 Jahre lang an der Fachhochschule in Leipzig Architektur studiert. Während der Unizeit habe ich in einer WG mit 2 anderen Mitbewohnern gewohnt. Diese Wohnung war winzig klein, das waren nur 51 Quadratmeter. Wir hatten leider keinen Balkon und auch keinen Garten. Ich und mein Freund, wir sind letztes Jahr aufs Land gezogen und jetzt haben wir endlich wieder unseren Garten. Da haben wir 4 Obstbäume gepflanzt, 3 Äpfel, 1 Birne. Ich arbeite als Architektin. Mein Beruf macht mir viel Spaß. Seit einem Jahr arbeite ich in einem großen Architekturbüro hier in Leipzig. Mein Beruf ist manchmal ziemlich stressig, aber auch sehr interessant. Mit meinem Fahrrad fahre ich jeden Tag in die Arbeit. Das sind dann so 50 Minuten und 22 Kilometer hin und zurück. Eine ganz schöne Strecke, die mich auch immer wieder sehr fordert. Also mit dem Fahrrad erlebt man einfach die Landschaft ganz anders. Man sieht alles viel genauer. Übrigens ist Radfahren für mich der schönste Sport. Dadurch bin ich fit geworden und nicht mehr so oft krank. Hey, bist du nicht Matthias? Matthias aus Chemnitz. Ja, der bin ich. Und wer bist du? Ich bin's, Alexander. Stimmt, ich habe dich gar nicht wiedererkannt. Was machst du denn hier in Kiel? Ich nehme jedes Jahr an dem Segelbootrennen hier teil. Das ist meine größte Leidenschaft. Oh, wow, wie cool. Ich bin hier, um meinen Bruder zu unterstützen. Er nimmt dieses Jahr das erste Mal daran teil und braucht da ein wenig Hilfe. Das ist ja toll. Wir freuen uns immer über neue Teilnehmer. Ja, er ist schon ein wenig aufgeregt. Das ist sein erstes Rennen überhaupt. Ja, das schafft er schon. Sag mal, was machst du denn mittlerweile so? Ich habe letztes Jahr geheiratet und bin kurz darauf Vater von Zwillingen geworden. Wir wohnen in einem kleinen Reihenhaus am Rand von Chemnitz. Ich arbeite bei der Stadt Chemnitz im Bauamt. Nicht sehr spannend, aber ein sicherer Arbeitsplatz mit guter Bezahlung. Und du? Was machst du jetzt? Ich kenne dich nur noch aus der Schule als den chaotischen und planlosen Jungen, der nicht gewusst hat, was er später mal tun will. Oh, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe nach meinem Abschluss noch mein Abitur an einer Abendschule gemacht. Dann habe ich Ingenieurwesen studiert und arbeite jetzt bei einem großen Baukonzern als Bauleiter. Ich bin viel auf Montage und selten zu Hause. Aber da ich weder Frau noch Kinder habe, ist das kein Problem. Bist du für deine Arbeit hier oder nur für das Rennen? Momentan bin ich auf einer Baustelle hier in Kiel. Der Job ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich habe immer eine Chance für den Aufstieg. Und die Bezahlung ist nicht schlecht. Vor allem, wenn ich auf Montage bin, dann bekomme ich noch etwas mehr. Deswegen mache ich das ja auch. Sag mal, welches der Boote ist denn deins? Schau mal, das 3. da hinten. Das mit dem blauen Segel. Das ist mein größter Schatz. Ich habe viel Zeit und viel Arbeit investiert, aber nun ist es perfekt. Ich glaube, darüber musst du dich mal mit meinem Bruder unterhalten. Wie wäre es denn, wenn ihr mich heute Abend auf meinem Boot besucht? Dann können wir uns mal ganz in Ruhe unterhalten. Und dein Bruder kann sich mein Boot mal anschauen. Und anschließend können wir auch gern noch ins Hafenbistro gehen und eine Kleinigkeit essen. Die haben den besten Fisch dort. Ja, sehr gerne. Er wird sich wahrscheinlich riesig darüber freuen. Super. Dann gegen 8 Uhr bei mir? Mein Boot kennst du ja jetzt. Klar, wir werden da sein. Toll. Dann bis später. Ja, bis später. Hallo Celine. Mensch, das ist ja schön, dass du auch zum Klassentreffen gekommen bist. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hi Steffi, ich hab dich ja fast nicht wiedererkannt. So verändert hast du dich.
Wie geht es dir? Sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin seit meiner Ausbildung in der Metallbaufirma in Stolberg beschäftigt und fühle mich dort sehr wohl. Ach, du bist tatsächlich noch dort? Wow, das ist ja wundervoll. Wenn der Arbeitgeber passt, dann bleibt man natürlich auch gern dort. Ja, du sagst es. Ich habe nicht vor, noch einmal woanders zu arbeiten. Ich werde bald ein Team leiten. In 2 Jahren sehe ich mich als Chefin einer Abteilung. Das habe ich bei mir in der Firma auch schon deutlich gemacht. Wenn ich aber bis spätestens in 2 Jahren nicht Abteilungsleiterin bin, dann wechsle ich die Firma. Da kann mein Chef dann sehen, was er ohne mich macht. Das klingt super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr darüber. Was hast du denn nach dem Abschluss gemacht? Wolltest du nicht Kunst studieren? Ja, das stimmt. Das habe ich auch gemacht. Allerdings habe ich bereits im 2. Semester gemerkt, dass das doch nicht das Richtige für mich ist. Also habe ich dann erstmal ein Jahr Pause gemacht und bin durch die Welt gereist. Ich war in Südafrika, Thailand, China, Russland, Brasilien und Kanada. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und habe mich nach meiner Rückkehr entschlossen, Medizin zu studieren. Echt? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte immer, du möchtest auf keinen Fall Medizin studieren, nur weil deine Eltern Ärzte sind und das von dir erwartet wird. Ja, das war damals so. Aber in dem Alter ist man ja auch nicht ganz normal. Ich habe eingesehen, dass ich mich gut fühle, wenn ich als Ärztin Menschen helfen kann. Wie meinst du das? Ich habe mein Studium abgeschlossen und dann als Assistenzärztin in einem Unfallkrankenhaus gearbeitet. Danach habe ich meine Spezialisierung auf Chirurgie gemacht. Ich bin nun Unfallchirurgin und arbeite für die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Was ist denn das für eine Organisation? Die Ärzte reisen in die ärmeren Länder ohne medizinische Versorgung und machen dort teilweise ohne Strom Operationen und behandeln vor allem ältere Menschen. Ach ja, stimmt. Darüber habe ich mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Dieses Jahr habe ich 4 Monate im Kongo verbracht, um dort den Menschen zu helfen. Die meisten Menschen dort können sich einen Arzt nicht leisten, weißt du? Sie haben einfach nicht genug Geld oder nicht die Möglichkeit, so weit zu reisen. Dort gibt es nicht in jedem Ort einen Arzt. Wow, das ist ja großartig. Also hilfst du den Menschen. Bekommst du dafür Geld? Nein, ich mache das ehrenamtlich, nur um zu helfen. Aber wovon lebst du denn dann? Die restliche Zeit des Jahres arbeite ich in einer Spezialklinik in der Schweiz. Dort verdiene ich genug und damit komme ich diese 4 Monate aus. Außerdem ist mein Mann ebenfalls Chirurg. Wow, wer hätte das gedacht? Celine, aus dir ist wirklich etwas geworden. Ach, Steffi, ich habe gehört, dass du 2 wundervolle Kinder hast. Ich habe leider keine, weil mir dafür einfach die Zeit fehlt. Ich reise viel durch die Welt und bin selten zu Hause. Oh ja, das ist schade. Ja, ich habe 2 Söhne im Alter von 3 und 6. Sie sind mein Lebensmittelpunkt. Ich möchte sie nicht missen. Das glaube ich dir gern. Ja, herein. Guten Morgen, Herr Engel. Hätten Sie kurz ein paar Minuten Zeit für mich? Ich würde gern etwas mit Ihnen besprechen. Na klar, was gibt es denn? Und zwar hat Frau Schneider nächste Woche ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Sie ist also die Kollegin, die schon am längsten für diese Firma arbeitet. 30 Jahre schon. Stimmt. Frau Schneider war schon hier, als ich angefangen habe. Sie gehört quasi zu dieser Firma. Ich kann es mir ohne Frau Schneider gar nicht hier vorstellen. Sie ist sozusagen die gute Seele der Firma. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnten wir Frau Schneider ja auch einmal zeigen, dass wir sie sehr gern mögen. Das ist eine sehr gute Idee. An was haben Sie da gedacht? Ich habe mich heute Morgen mit ein paar Kollegen unterhalten, dass wir eine kleine gemütliche Feier machen könnten. Das klingt sehr gut. Darüber freut sie sich bestimmt sehr. Könnten Sie das organisieren, Frau Vogel? Ja, das ist kein Problem. Wir waren doch letztes Jahr zur Weihnachtsfeier in diesem wunderschönen kleinen Lokal hier um die Ecke. Ich werde dort anrufen und Plätze für uns reservieren. Ich würde auch gern bei allen Kollegen etwas Geld für ein Geschenk sammeln. Wenn jeder einen kleinen Betrag spendet, können wir Frau Schneider einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende besorgen. Sie hat mir vor kurzem erzählt, dass sie das sehr gern einmal machen würde. Da ihr das aber zu teuer ist, hat sie bisher darauf verzichtet. Wir könnten ihr diesen Wunsch erfüllen. Ich denke, dass ihr das sehr viel bedeuten würde. Das ist doch prima. Das machen wir so. Wenn Sie Hilfe benötigen, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Wollen wir auch Blumen für Frau Schneider besorgen? Sie hat ja immer so hübsche Pflanzen an ihrem Büro stehen. Ja, wenn wir genug Geld sammeln können, dann sollte das möglich sein. Wissen Sie was, Frau Vogel? Ich komme für die Blumen auf. Meine Frau ist Stammkundin in der Gärtnerei bei uns um die Ecke. Sie findet bestimmt etwas Schönes dort.
Ich denke, dass eine Topfpflanze am besten ist, denn Topfpflanzen überleben länger als Schnittblumen. Da haben Sie recht. Genau so machen wir es. Schön, dass Sie daran gedacht haben. Oh, guten Tag, Herr Tilki. Guten Tag, Frau Steinert. Ich habe Sie und Ihre Frau seit über 2 Wochen nicht mehr gesehen. Wo waren Sie denn so lange? Wir waren im Urlaub. Und? Waren Sie wieder bei Ihrer Familie in der Türkei? Ja, wir haben wie jedes Jahr meine Familie besucht. Wir sehen sie so selten. Meine Mutter freut sich immer sehr, wenn wir kommen. Sie ist leider zu alt und schafft es nicht mehr, so lange zu fliegen. Verstehe. Hatten Sie denn wenigstens schönes Wetter? Hier hat es die letzten Wochen ja ständig nur geregnet. Oh ja, wir hatten strahlenden Sonnenschein und 25 Grad. Wir waren jeden Tag am Meer. Es war sehr schön. Das ist natürlich sehr praktisch. Sie haben ja sicherlich bei Ihrer Familie übernachtet. Ja, genau. Meine Eltern haben ein großes Haus direkt am Meer. Dort wohnen wir immer mit ihnen gemeinsam. Dann bezahlen Sie ja quasi nur die Flüge hin und zurück und können 2 Wochen Urlaub machen. Richtig. Als Gegenleistung bringen wir meiner Familie immer sehr viele Geschenke mit. Sie freuen sich immer über elektronische Geräte. Dieses Mal haben wir ein Tablet mitgebracht. Dann können wir jetzt auch mit ihnen per Live-Chat kommunizieren. Das ist doch super. Und was gibt es hier Neues? Haben wir irgendetwas verpasst? Oh ja, das haben Sie. Das junge Paar im 2. Stock ist ganz plötzlich wieder ausgezogen. Was? Die sind doch vor 3 Monaten erst eingezogen. Das ging aber schnell. Hat es Ihnen hier nicht gefallen? Soweit ich weiß, haben die beiden sich getrennt. Und keiner von beiden wollte die Wohnung alleine behalten. Die ist zu groß. Oh, das ist aber schade. Sie wirkten immer so verliebt und harmonisch. Naja, wer weiß, was passiert ist, wenn die Wohnungstür zu war. Ich habe die beiden öfters streiten hören. Nun ja, vielleicht ist es dann ja besser so. Wie geht es eigentlich Ihrem Mann? Der hatte doch so große Probleme mit seinem Rücken. Schon viel besser, danke der Nachfrage. Er war oft bei der Physiotherapie und es ist schon fast wieder wie vorher. Er soll das jetzt noch ein paar Wochen machen und dann regelmäßig zur Rückenfitness gehen. Das klingt doch fantastisch. Es freut mich, dass er keine Schmerzen mehr hat. Ja, endlich können wir wieder unsere regelmäßigen Spaziergänge durch den Park machen. Das war ja gar nicht mehr möglich. Meine Frau wollte auch unbedingt mal mit ihr in den Park gehen. Vielleicht können wir ja mal zusammen in den Park gehen, wenn Sie möchten. Sehr gerne. Heinz kann Ihnen zu jeder Blume und jedem Strauch im Schlossgarten den Namen sagen. Ich bin immer ganz begeistert davon. Das würde mich sehr interessieren. Ich kenne all die Namen der Blumen nur in meiner Muttersprache. In Deutsch kenne ich sie noch nicht. Dann kommen Sie doch am Samstag einfach mal mit. Es soll endlich einmal nicht regnen. Das machen wir. Wann gehen Sie denn immer los? Nach dem Mittagessen, also gegen 13 Uhr. Dann holen wir Sie am Samstag um 13 Uhr ab. So, Frau Steinert, ich muss jetzt aber auch los zum Einkaufen. Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, ist ja der Kühlschrank immer leer. Ja, da haben Sie recht. Dann einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Ja, bitte? Hallo, ich bin Herr Langer. Ich wohne direkt unter Ihnen. Oh, hallo. Was gibt es denn? Ich habe ein Problem. Wie ich täglich höre, haben Sie einen Hund. Ja, den Max. Er ist noch ganz jung. Was ist denn das Problem? Sobald Sie das Haus verlassen, fängt Ihr Hund an zu bellen und zu jaulen. Und das geht stundenlang so. Er hört erst nach Stunden damit auf. Ich ertrage diesen Lärm nicht mehr. Sie müssen da unbedingt etwas tun. Was? Das wusste ich nicht. Das tut mir sehr leid, Herr Langer. Besorgen Sie sich doch bitte einen Hundetrainer. Ich habe die Lärmbelästigung bisher noch nicht an den Vermieter gemeldet. Aber wenn sich die Situation nicht bald bessert, bleibt mir keine andere Wahl. Ich bin seit einem Jahr Rentner und lese am Vormittag normalerweise ein gutes Buch. Seit Ihrem Einzug konnte ich kein einziges Buch lesen, da ich keine Ruhe finde. Das verstehe ich. Bisher hat keiner der Nachbarn etwas gesagt. Ich werde mich schnellstmöglich darum kümmern. Allerdings kann ich morgen nichts dagegen tun. Mein Mann hat Frühschicht und ich bin auch nicht da. Können Sie den Hund nicht bei Freunden oder Verwandten lassen? Ach, wir sind erst vor 2 Monaten hierher gezogen. Wir kennen hier leider noch niemanden.
Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Ich werde einen Hundesitter für Max suchen. Dann ist er nicht mehr allein zu Hause. Wissen Sie, ich mag Hunde ja, so ist das nicht. Aber der Lärm macht mich wahnsinnig. Wie groß ist der Max denn? Warten Sie, ich hole ihn mal. Ach, wie süß. Du bist ja noch ein ganz kleiner Kerl. Ist er denn schon stubenrein? Ja, das ist er. Wissen Sie was, Frau Kanzler? Bringen Sie den Max doch morgen einfach zu mir, wenn Sie gehen. Ich passe auf ihn auf. Ich habe viel Zeit und er ist nicht allein. Bis Sie einen Hundesitter für ihn gefunden haben, kann er tagsüber bei mir bleiben. Ja, das ist ja fantastisch. Vielen Dank. Welchen Gefallen kann ich Ihnen dafür tun? Oh, da wüsste ich schon etwas. Meine Frau hat früher immer einen wundervollen Apfelkuchen mit Zimt gebacken. Seitdem sie vor 2 Jahren gestorben ist, habe ich den nie wieder gegessen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ach, das mache ich gerne, Herr Langer. Ich habe noch ein Rezept von meiner Großmutter. Das wird Ihnen gefallen. Sehr schön. Dann sehen wir uns morgen. Einen schönen Abend noch. Danke nochmal. Den wünsche ich Ihnen auch. Schatz, wir haben doch gestern über unseren Urlaub gesprochen. Ich war heute im Reisebüro und habe mir ein Prospekt geholt. Du glaubst gar nicht, was es für tolle Angebote gibt. Ah, gut, ein Prospekt. Da können wir ja in Ruhe etwas aussuchen. Wo möchtest du denn hin? Auf die Schwäbische Alb. Was? Wohin? Ich habe das wohl falsch verstanden. Nein, ich meine das ernst. Ich finde, man muss nicht immer ins Ausland fahren. Zuerst sollte man schauen, was es im Inland alles zu entdecken gibt. Die Schwäbische Alb bietet richtig viel. Schau mal hier im Prospekt. Aber ein Urlaub in Deutschland ist ganz sicher langweilig. Ich habe keine Lust, 3 Wochen in Wanderschuhen zu laufen. Ich hatte letztes Jahr übrigens auch keine Lust, 3 Wochen lang am Strand zu liegen. Immer dieser Sand überall. Und Sonnenbrand hatte ich auch ständig. Okay, kann sein, dass es für dich langweilig war. Du hättest ja mit uns Beachvolleyball spielen können. Das wolltest du ja nicht. Stimmt, weil ich Ballspiele nicht mag. Also, letztes Jahr haben wir gemacht, was du wolltest. Und dieses Jahr darf ich mir das Reiseziel aussuchen. Ich will nach Baden-Württemberg fahren. Wenn es unbedingt Baden-Württemberg sein muss, könnten wir nicht an den Bodensee fahren? Nein, dann sehe ich dich wieder nur mit dem Volleyball in der Hand. Ich möchte wandern, Kanu fahren, Höhlen anschauen und natürlich auch einmal ein Schloss besichtigen. Das kann man alles auf der Alp machen. Also gut. Wenn es sein muss, nehmen wir eine Ferienwohnung auf der Alp. Ich dachte an Urlaub auf dem Bauernhof. Dann sind auch die Kinder gut beschäftigt und wir könnten mal etwas zu zweit unternehmen. Ich habe schon einen Hof gefunden. Die bieten sogar Kinderbetreuung an. Mhm. Und was kostet der Spaß? Pro Tag nur 60 € für die ganze Familie, inklusive Kinderprogramm. Nun gut, du hast mich überredet. Wie ich dich kenne, hast du schon dort angerufen. Stimmt's? Ja. Wir können die zweite Hälfte im Juli kommen. Da ist die große Ferienwohnung noch frei. Kann ich buchen? Ich muss nur dort anrufen. Ja, mach nur. Aber nächstes Mal fahren wir wieder ans Meer. Okay. Immer abwechselnd Aktivurlaub und Faulenzen. Damit kann ich leben. Was tut man nicht alles für den Familienfrieden? Kaffee und Kuchen. Heute haben sich Verena, Christoph und Carola zu Kaffee und Kuchen verabredet. Die 3 Freunde sind Nachbarn und treffen sich einmal in der Woche, um Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Das ist eine Tradition in Deutschland. Mit Freunden verabredet man sich regelmäßig am Nachmittag auf Kaffee und Kuchen. Heute treffen sich die 3 Freunde bei Carola. Das bedeutet, Carola muss einen Kuchen für ihre Freunde backen. Doch darin ist sie sehr schlecht. Sie macht den Teig und gibt ihn in den Ofen. Als er fertig ist, kostet sie ihn. Und oh Graus, er schmeckt schrecklich. Nun ist es auch zu spät, um noch einen Kuchen in der Bäckerei zu kaufen. Als ihre Gäste an der Haustür klingeln, erzählt Carola gleich von ihrem Missgeschick. Christoph lacht über sein ganzes Gesicht und sagt: »Kein Problem, ich habe zufällig heute einen Kuchen gebacken.« Die Freunde lachen. Christoph hat geahnt, dass der Kuchen von Carola nicht gelingen wird und hat zur Sicherheit einen selbst gebacken.
Zusammen setzen sich Verena, Christoph und Carola an den Tisch und trinken guten Kaffee von Carola und essen feinen Marmorkuchen von Christoph. Sie quatschen über ihre Woche und tauschen Neuigkeiten aus. Typisch für Kaffee und Kuchen in Deutschland ist auch, ein wenig Klatsch und Tratsch muss sein. Bayermeister, hallo? Hallo Amy, hier ist Susi. Ach nee, Susi. Wo bist du denn? Wir haben eine ganze Stunde an der Raststätte gewartet. Das tut mir leid. Ehrlich, es ist einfach alles schiefgegangen. Tatsächlich. Welche Ausrede hast du denn diesmal? Ach Amy, das ist keine Ausrede. Mein Handy ist über Nacht ausgegangen. Das nutze ich doch immer als Wecker. Also bin ich zu spät aufgewacht. Das passiert dir aber öfter mal. Und dann wollte ich alles ganz schnell machen, damit ich pünktlich zum Treffpunkt komme. In der Hektik habe ich meine Brieftasche vergessen. Da ist aber der Führerschein drin. Also musste ich nochmal in die Wohnung zurück und sie holen. Du vergisst nochmal deinen Kopf. Und dann? Dann bin ich losgefahren, ganz normal. Auf der Bundesstraße hat das Auto plötzlich angefangen zu hoppeln und wurde immer langsamer. Dann ist es stehen geblieben. Ich hatte vergessen zu tanken. Ich musste zu Fuß zur nächsten Tankstelle laufen und Benzin holen. Das hat über eine Stunde gedauert. Mit den hohen Absätzen kann man nicht so schnell gehen. Benzin vergessen. Oh Mann. Ja, und als ich fast wieder beim Auto war, hat das Gewitter angefangen. Ich war völlig nass und wollte nur noch nach Hause zurückfahren. Das verstehe ich. Ich bin natürlich ziemlich enttäuscht, dass aus unserer Verabredung nichts geworden ist. Aber vielleicht klappt es ja am nächsten Donnerstag. Koch dir jetzt erstmal einen Tee, sonst bekommst du noch eine Erkältung. Ja, das mache ich. Danke für dein Verständnis. Tschüss, bis nächste Woche. Guten Tag, Herr Sommer. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön, gerne. Herr Sommer, Sie hatten um eine Beratung gebeten. Sie wollten sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren? Haben Sie schon spezielle Fragen? Oder möchten Sie erst mal einen Test machen? Damit könnten wir herausfinden, welche Talente Sie haben. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Vielleicht sollte ich mein Hobby zum Beruf machen und Schneider werden. Aber dieser Beruf hat wenig Chancen, weil ja alles industriell hergestellt wird. Es gibt sicher noch andere Berufe, die mir gefallen würden. Sie kennen sich da besser aus. Natürlich. Wir haben im Bereich Textil noch weitere Möglichkeiten. Wie finden Sie denn Textilverkäufer? Könnten Sie sich das vorstellen? Verkäufer? Ich weiß nicht recht. Da muss man ja den ganzen Tag stehen. Und die Arbeitszeiten sind auch etwas ungünstig. Außerdem verdient man ja nicht so gut in diesem Beruf. Ja, das ist leider in der gesamten Textilbranche so. Aber wenn du mal Supermodel werden möchtest, verdient man da ganz gut. Model? Ja, daran dachte ich auch schon. Ich habe sogar schon mal ein Casting mitgemacht. Aber das ist ja eigentlich ein typischer Traumberuf für Frauen. Das würde ich nicht so sehen. Der Bedarf an männlichen Models ist zurzeit groß. Am nächsten Donnerstag ist zum Beispiel ein großes Casting für einen bekannten Baumarkt. Die suchen Models für den nächsten Heimwerkerkatalog. Ich gebe Ihnen mal die Kontaktdaten mit. Vielleicht ist das Sprungbrett für Ihre Karriere. Darf ich eintreten? Guten Morgen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Guten Morgen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich muss zuerst Ihre Personalien aufnehmen. Also, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse und Telefonnummer. Also gut. Ich bin Vanessa Rotengruber, geboren 12. April 1968 in Salzgitter. Ich wohne im Schulberg 33 in 30451 Hannover. Meine Telefonnummer... Oh, Moment kurz, die muss ich im Handy suchen, die kann ich nicht auswendig. Ah ja, 0173 75 77 780. Festnetz habe ich nicht. Gut, Frau Rotengruber. Sie wollten einen Diebstahl melden? Was ist denn passiert? Können Sie das bitte für das Protokoll genau beschreiben? Also ich war eben auf der Post und wollte mein Paket abholen. Das wurde dorthin geliefert, weil ich gestern Nachmittag nicht zu Hause war. Weil es ein schweres Paket ist, habe ich mein Fahrrad mitgenommen, damit ich es leichter transportieren kann. Aber als ich aus der Post kam, sah ich, dass mein Rad nicht mehr da stand, wo ich es abgestellt hatte.
Ich habe mich in der Nähe umgeschaut, aber das Rad war verschwunden. Hatten Sie es denn abgeschlossen? Nun, ich dachte, in den 5 Minuten wird es schon niemand stehlen. Haben Sie denn vorher etwas Verdächtiges bemerkt? Wurden Sie verfolgt oder beobachtet? Darauf habe ich nicht geachtet. Ich wollte nur schnell das Paket holen und sofort wieder nach Hause fahren. Jetzt dauert das natürlich doppelt so lange. Und mein Rad ist weg. Also gut. Ich mache Ihnen keine großen Hoffnungen. Gestohlene Räder können manchmal recht schnell wiedergefunden werden, wenn der Dieb sie nur benötigt, um selber eine kurze Strecke damit zu fahren. Das wäre zu schön. Ich liebe mein Rad. Meistens werden sie aber neu lackiert und weiterverkauft. Haben Sie ein Foto von dem Fahrrad? Das würde die Suche erleichtern. Nein, wer fotografiert schon sein Fahrrad? Wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe die Anzeige aufgenommen. Wir fügen gleich noch eine genaue Beschreibung des Rades dazu und dann melden wir uns bei Ihnen, falls es Neuigkeiten gibt. Tja, große Hoffnungen konnten Sie mir ja nicht machen. Dankeschön trotzdem. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und viel Glück. Und nächstes Mal das Rad lieber anschließen. Hallo Jennifer, ich bin's, Marvin. Bist du auf Arbeit? Ja, da bin ich. Warte mal kurz, ich gehe schnell rüber ins Büro. Hier ist es zu laut. Hallo Marvin, ich hoffe, bei dir läuft alles. Ja, alles gut. Wann fängst du wieder an zu arbeiten? Ich fange am Montag wieder an. Wie steht's bei euch? Ist alles gut gelaufen, während ich weg war? Ja, alles okay. Außer mit Jenny. Sie ist die neue Teamleiterin und viel zu stressig. Ach, das ist aber keine gute Nachricht. Ist Dominik nicht mehr da? Doch, er ist da. Aber er ist in eine andere Abteilung gewechselt. Na gut. Ich wollte wissen, wann ich in der nächsten Woche arbeite. Kannst du mir den Dienstplan per WhatsApp schicken? Ja, das mache ich. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich schaue mal und schick dir den gleich. Danke dir, Jennifer. Bis Montag. Aber gerne doch. Tschüss. Jennifer, hast du Herrn Zimmermann gesehen? Ja, er wollte eine Zigarette rauchen. Hast du den neuen Dienstplan gesehen? Ich habe schon wieder die ganze Woche nur Spätschichten. Dabei hatte ich mit der Chefin besprochen, dass ich auch immer mal einen Nachmittag frei brauche. Nein, zeig mal her. Ich habe 3 Frühschichten, 2 Spätschichten und einen Tag frei. Die Frühschicht am Donnerstag passt mir auch gar nicht. Da habe ich eigentlich einen Zahnarzttermin. Das habe ich der Chefin letzte Woche extra nochmal gesagt. Das ist sehr komisch. Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, was bei diesem Plan schiefgelaufen ist, aber ich brauche am Donnerstag entweder frei oder eine Spätschicht. Ich habe meinen Termin beim Zahnarzt bereits 3-mal verschoben. Hey, dann lass uns doch unseren Dienst am Donnerstag einfach tauschen. Ich würde mich sehr über eine Frühschicht freuen und du kannst deinen Termin wahrnehmen. Das ist eine super Idee. Ich trage das direkt mal in den Dienstplan ein. Sag mal, zu welchem Zahnarzt gehst du denn? Ich bin mit meinem Zahnarzt leider überhaupt nicht zufrieden. Wenn ich einen Termin dort habe, sitze ich trotzdem noch über 1 Stunde im Wartezimmer. Und die Arzthelferinnen dort sind sehr unfreundlich. Ich fühle mich nicht mehr wohl dort. Ich gehe zu Dr. Kunze in die Karl-Marx-Allee. Ich bin seit Jahren dort und immer sehr zufrieden. Die Arzthelferinnen sind sehr nett. Man bekommt schnell einen Termin und muss nur ein paar Minuten warten. Außerdem ist der Arzt super freundlich und sehr entspannt. Er schafft es, mir meine Angst zu nehmen. Ich gehe nämlich seit einer sehr schmerzhaften Wurzelbehandlung vor 5 Jahren überhaupt nicht mehr gern zum Zahnarzt. Aber seit ich bei Dr. Kunze bin ich wieder regelmäßig zur Kontrolle dort. Das klingt hervorragend. Kannst du mir die Nummer seiner Praxis aufschreiben? Ich muss unbedingt zur Kontrolle gehen. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr. Ich habe zwar keine Probleme oder Schmerzen, aber das heißt ja auch nicht, dass alles in Ordnung ist. Ja, das mache ich gern. Oh je, da solltest du aber schnellstmöglich einen Termin machen. Zur Routinekontrolle soll man jährlich erscheinen. Denn wenn du erst mal Zahnschmerzen hast, ist es meist schon zu spät. Dann hilft meist nur noch eine Wurzelbehandlung. Danke dir. Ich weiß, ich war nachlässig. Ich rufe direkt heute noch dort an. Vielen Dank für deine Empfehlung. Sehr gern. Hallo, guten Tag. Mein Auto ist heute abgeschleppt worden.
Auf der Kettwiger Straße. KZT 2165. Das ist ein rotes Cabrio mit dem schwarzen Dach. Wie ist Ihre Adresse? Lichtstraße 15. Wie lange haben Sie heute geöffnet? Alles klar. Tschüss. Guten Tag, Herr Berkant. Guten Tag, Herr Klein. Mein Name ist Altun. Berkant ist mein Vorname. Oh, Herr Altun. Das tut mir sehr leid. Das ist doch nicht schlimm. Ich kann mir Namen auch nicht so gut merken. Und ich bin ja auch erst seit 5 Wochen hier in der Firma. Ja, es ist wirklich keine Absicht. Ich war mir erst nicht sicher, welcher Ihr Nachname ist. Ich habe also eine Chance von 50%. Anscheinend habe ich falsch geraten. Das ist doch kein Problem. Ich kenne das bereits. Viele sind von meinem Namen etwas irritiert und entscheiden sich für die falsche Variante. Altun klingt eben für meine deutschen Kollegen eher nach einem Vornamen als Berkant. Da haben Sie vermutlich recht. Woher stammt der Name denn? Ich komme aus der Türkei. Daher sind beides türkische Namen. Ah, ich verstehe. Wie lange sind Sie denn schon in Deutschland? Ich bin in Deutschland geboren, Herr Klein. Und da habe ich auch direkt das nächste Fettnäpfchen erwischt. Anscheinend ist das heute nicht mein Tag. Das ist nicht so tragisch. Mir wird diese Frage oft gestellt. Ich habe mich daran gewöhnt. Entschuldigen Sie. Ich wollte Ihnen... Nein, das macht wirklich nichts. Das war doch eine ganz normale Frage. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin Ihnen nicht böse. Puh, vielen Dank. Ich muss jetzt los. Ich habe gleich einen Termin mit dem Chef. Alles klar. Bis später und viel Erfolg. Koch? Hallo Sabrina, hier ist Nancy. Hallo Nancy, wie geht es dir? Super, danke. Und dir? Auch super. Ich habe heute Abend meine Schwiegereltern zu Besuch. Sie wollen sich die neue Wohnung mal anschauen und da haben wir sie zum Essen eingeladen. Oh, aber ihr wohnt doch schon seit fast 3 Monaten in der neuen Wohnung. Haben Sie die Wohnung noch nicht gesehen? Nein, die Eltern von Thorsten wohnen doch in Mannheim. Er kommt doch eigentlich von da und ist nur wegen seines Jobs nach Potsdam gezogen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also kommen seine Eltern euch besuchen. Bleiben Sie denn dann ein paar Tage oder kommen Sie den weiten Weg nur zum Abendessen? Nein, natürlich nicht. Sie bleiben übers Wochenende, da Thorstens Papa ja am Sonntag auch noch seinen 60. Geburtstag feiert. Oh, das ist ja super. Dann könnt ihr mit ihm gemeinsam feiern. Und, hast du schon alles vorbereitet? Ich war schon einkaufen, die Wohnung habe ich geputzt und die Betten frisch bezogen. Ich muss dann nur noch das Abendbrot machen. Thorstens Mama hat sich Schnitzel mit Spargel und Kartoffeln gewünscht. Sie sagt, dass wir die besten Schnitzel machen, die sie je gegessen hat. Echt? Dann muss ich auch unbedingt mal zum Essen bei euch vorbeikommen und das überprüfen. Ja, das können wir gern mal machen. Sind denn deine Schwiegereltern schon da? Nein, die sind heute Mittag in Mannheim losgefahren und haben aber leider erst mal 1 Stunde im Stau gestanden. Es dauert also noch ein wenig, bis sie bei uns ankommen. Na, dann hast du wenigstens keinen Stress und kannst alles in Ruhe vorbereiten. Das stimmt. Ich werde gleich schon die Schnitzel panieren. Dann brauche ich die nur noch in die Pfanne werfen, wenn unser Besuch kommt. Sabrina, hattest du nicht mal gesagt, dass Thorstens Mama Angst vor Hunden hat? Ja, das ist richtig. Aber was macht ihr denn dann mit Diablo? Ich meine, der ist ja nicht gerade klein als Labrador. Diablo haben wir für dieses Wochenende bei meiner Schwester untergebracht. Das wäre sonst zu stressig für uns alle. Ah, verstehe. Das ist eine prima Lösung. Falls ihr irgendwann mal jemanden braucht, der auf Diablo aufpasst, dann nehme ich ihn auch gern. Er ist so lieb und gehorsam. Danke für das Angebot. Im nächsten Monat brauchen wir bestimmt deine Hilfe, weil wir meine Tante in Berlin besuchen möchten. Aber gerne. Gut, dann will ich auch gar nicht weiter stören. Du störst nicht. Ich freue mich immer, wenn du anrufst. Das ist lieb von dir. Ich muss aber auch gleich los. Ich habe heute noch einen Termin zum Probetraining im Fitnessstudio. Was? Du hast doch immer gesagt, dass du niemals im Leben in ein Fitnessstudio gehen würdest. Ja, ich weiß. Aber ich habe im letzten Jahr 5 Kilo zugenommen und kann ohne Hilfe nicht wieder abnehmen. Außerdem kann es ja nicht schaden, meinem Körper mal ein wenig Sport zu gönnen. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das noch erleben darf. In welches Studio gehst du denn? Ich gehe zu FHC in der Bahnhofstraße. Das ist nicht so riesig und man wird toll von den Trainern betreut. Ja, ich weiß, ich gehe auch 3-mal die Woche dorthin. Was für ein Zufall. Wann gehst du immer? Ich gehe montags, mittwochs und samstags.
Genau diese Tage hatte ich mir auch ausgesucht. Ich gehe immer um 16 Uhr. Das würde mir super passen. Wollen wir zusammen gehen? Klar, das macht doch zu zweit viel mehr Spaß. Dann sehen wir uns am Montag? Sehr gern. Dann bis Montag. Bis Montag. Sag mal, Jürgen, spielst du eigentlich regelmäßig Lotto? Ja, ich spiele seit 15 Jahren immer Lotto. Und hast du schon mal etwas gewonnen? Ja, vor 5 Jahren habe ich 3.000 Euro gewonnen. Aber sonst immer nur mal 20 oder 30 Euro. Tippst du immer dieselben Zahlen? Ja, immer dieselben. Na, vielleicht solltest du dir mal andere Zahlen aussuchen. Anscheinend gewinnst du mit diesen ja nichts. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Welche Zahlen tippst du denn? Mein Geburtsdatum, das meiner Frau und das meiner Enkelin. Ah, das ist das Problem. Ich habe neulich in einem Artikel gelesen, dass man keine Geburtsdaten als Lottozahlen nehmen soll, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass man damit etwas gewinnt. Und selbst wenn man mal richtig liegt, gewinnt man keinen hohen Betrag, da das viele Leute tun. Also solltest du dir Zahlen aussuchen, die dein Geburtsdatum ergeben können. Vielleicht die 42 und die 35? Ich werde deinen Rat beim nächsten Tipp berücksichtigen. Und wenn ich dann tatsächlich etwas gewinnen sollte, bekommst du einen Teil ab. Nein, das ist nicht nötig. Ich spiele ja selbst seit Jahren und habe auch schon mehrfach etwas gewonnen. Wirklich? Wie viel denn? Letztes Jahr habe ich zweimal 5 Richtige getippt. Ich habe einmal 15.000 Euro und einmal 8.000 Euro gewonnen. Ist nicht wahr. Davon hast du mir gar nichts erzählt? Doch, gerade eben. Du weißt doch, man sollte einen Lottogewinn nicht an die große Glocke hängen, sonst hat man plötzlich viele neue Freunde, die man noch nie im Leben gesehen hat. Da hast du recht. Ich werde es mal mit 9 Zahlen probieren. Super. Sag mir dann, ob es etwas gebracht hat. Das mache ich. Anwaltskanzlei Seidel, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich hätte gern den Herrn Becker gesprochen. Der ist gerade in einer Besprechung. Kann ich vielleicht irgendetwas ausrichten? Ja, es ist ziemlich dringend. Er soll mich zurückrufen. Mhm. Gut. Wenn Sie mir Ihre Telefonnummer geben, dann werde ich die an Herrn Becker weiterleiten. Er wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Er kann mich unter dieser Nummer erreichen, von der ich gerade anrufe. Okay, ich habe sie aufgeschrieben. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Frau Özdemir. Guten Tag, Frau Seidel. Schön, dass Sie Zeit finden konnten. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dankeschön. Wir wollten Ihre Elternzeit besprechen. Wann kommt denn das Baby? Die Kleine kommt schon in 8 Wochen, sagt der Arzt. Ja, die Zeit wird knapp. Ich kenne das noch von meinen Kindern. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Haben Sie schon Pläne? Ich würde gerne 1 Jahr zu Hause bleiben. Dann übernimmt mein Mann die 2. Hälfte der Elternzeit. Oh, ein ganzes Jahr? In der Zeit wird sich hier in der Kanzlei viel verändern. Sie wissen ja, wie das ist. Neue Gesetze, andere Verordnungen. Ja, das ist mir klar. Ich würde dann zu Hause die Neuigkeiten nachlesen. Dann bin ich immer auf dem Laufenden. Verstehe. Wenn ich dann wiederkomme, möchte ich gerne halbtags arbeiten, vormittags. Und dann versuche ich, einen Platz im Kindergarten zu bekommen, damit mein Mann dann nach seinem Elternjahr auch wieder arbeiten kann. Mhm. Sie müssen jede Menge organisieren. Später will ich auch gerne wieder ganztags arbeiten. Wenn mein Kind im Kindergarten ist, habe ich ja Zeit. Nun ja, Sie organisieren ja frühzeitig. Ja, man muss das alles vorher genau planen und sich überall anmelden. Die Plätze sind ja schnell weg. Natürlich. Erstmal muss die Kleine ja auch geboren werden. Mir ist wirklich wichtig, dass ich weiß, wie es im ersten Jahr weitergeht, weil mein Mann ja auch mit seinem Chef reden muss. Er möchte ja dann für das 2. Jahr die Elternzeit planen. Offenbar haben Sie sich alles gut überlegt. Hoffentlich geht alles gut. Also, Sie möchten das 1. Jahr zu Hause bleiben und dann halbtags wieder arbeiten. Das klingt vernünftig. Und es ist wichtig, dass Sie mit den Gesetzesänderungen auf dem Laufenden bleiben. Wir können Ihnen die notwendigen Informationen und Schreiben gerne nach Hause schicken. Das ist wunderbar. Danke, dass Sie so flexibel sind. Natürlich. Wir schätzen Sie als gute Mitarbeiterin. Alles Gute für die Geburt. Und auf Wiedersehen, Frau Özdemir.
In Ordnung. Dann haben wir alle wichtigen Punkte besprochen. Hat noch jemand Anmerkungen oder offene Fragen? Dann müssten wir das jetzt klären, denn ich bin den Rest der Woche nicht im Haus. Ja, ich habe noch ein Anliegen. Nächste Woche kann ich das Protokoll für diese Besprechung nicht schreiben, da ich einen Termin habe. Ich muss also vor der Besprechung schon gehen. Wer übernimmt das dann? Gut, das können Sie ja mit den Kollegen weiter besprechen. Ich muss noch dringend mit dem Lieferanten telefonieren und gehe dann schon mal. Also, ich habe die letzten Male schon das Protokoll übernommen. Mir fehlt einfach die Zeit, die dann am Computer noch zu bearbeiten und an alle Kollegen zu verschicken. Aber die Stichpunkte während der Besprechung würdest du übernehmen, ja? Das wäre kein Problem. Aber die Nachbearbeitung schaffe ich zeitlich einfach nicht. Herr Deter ist schon seit letzter Woche krank und wird auch nächste Woche nicht wiederkommen. Also muss ich seine Arbeit auch noch erledigen. Das verstehe ich. Wer würde denn dann die Reinschrift der Protokollpunkte übernehmen? Ich habe dafür auch keine Zeit. Ich auch nicht. Das ist ja schön, dass alle nicht wollen. Einer muss es aber übernehmen. Sonst frage ich den Chef, dann legt der eben jemanden fest. Was ist denn, wenn das eine der Praktikantinnen übernimmt? Die haben doch genug Zeit. Ach, das ist eine super Idee. Ich bringe das nach der Besprechung zu den Praktikantinnen und die machen das fertig. Super, dann ist das geklärt. Vielen Dank für die gute Idee, Herr Schmidt. Gerne, Frau Meier. Ihr kommt morgen alle zu meiner Geburtstagsfeier, ne? Ja klar, wir werden da sein. Wir würden für gegrilltes Lamm alles tun, das weißt du. Ich bin auch dabei. Morgen? Wir fliegen morgen Abend nach Wien. Was? Ihr fliegt morgen? Aber ich habe euch doch schon vor Wochen eingeladen. Du hast recht, aber ich habe gedacht, Lena hat das erledigt. Nein, sie hat mir darüber nichts gesagt. Es tut mir leid. Du weißt ja, Lena hat Stress mit ihren Eltern und deswegen wohl vergessen, dir Bescheid zu sagen, dass wir ein paar Tage früher fliegen. Könntet ihr den Flug nicht einfach um einen Tag verlegen? Eine Party ohne euch ist doch nur der halbe Spaß. Das geht wirklich nicht. Die Flüge nach Wien sind ausgebucht. Schon seit Wochen. Wenn wir jetzt auch noch umbuchen, würden wir wohl nur noch einen Platz auf den Tragflächen bekommen. Naja. Wann kommt ihr wieder? Geplant ist der Rückflug in 4 Wochen, aber mal sehen. Fertiggerichte. Viele Menschen haben in ihrem stressigen Alltag nicht genügend Zeit, um selbst zu kochen. Deshalb greifen immer mehr Leute zu Fertiggerichten. In Supermärkten gibt es eine große Auswahl von Fertiggerichten. Der Vorteil ist, dass die Essen sehr schnell zubereitet werden können und man nichts schneiden oder vorbereiten muss. Auf der anderen Seite entsteht aber auch sehr viel Müll und die Gerichte machen nicht lange satt. Häufig enthalten sie zu viel Zucker und Fett und sind daher langfristig ungesund. Wer gelegentlich Fertiggerichte isst, der hat nichts zu befürchten. Aber man sollte darauf achten, dass man ausgewogen und frisch isst und daher so selten wie möglich zu Fertiggerichten greift. Überraschend ist auch, dass Fertiggerichte meistens teurer sind als frisches Essen. Wer also immer für sich selbst frisch kocht, der braucht zwar mehr Zeit, spart aber auch in der Regel viel Geld. Kannst du kochen oder ernährst du dich von Fertiggerichten? Schreib es uns in die Kommentare. Hey, da seid ihr ja endlich. Ich warte schon seit 15 Minuten hier. Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr. Sorry, Jonathan, wir sind zu spät losgefahren und dann haben wir keinen Parkplatz gefunden. Ja, ich war vorher noch beim Sport und habe dort die Zeit vergessen. Ist meine Schuld, tut mir leid. Naja, ist da kein Problem. Aber ihr hättet mir eine Nachricht schicken können. Da hast du recht. Und was machen wir heute? Eigentlich wollten wir ja ins Kino, aber ich fürchte, der Film hat schon angefangen. Also fällt das aus. Ja, aber es läuft zurzeit nichts, was mich interessieren würde. Dann lasst uns doch zur Eisdisco gehen. Ich habe vorhin auf Facebook gelesen, dass in der Eissporthalle heute Party ist. Das wird bestimmt lustig. Was? Eislaufen? Das kann ich überhaupt nicht. Und das ist doch saukalt da drin. Ach, so schwer ist das nicht. Ich zeig dir, wie es geht und du hältst dich fest, okay? Das ist wie Rollschuhlaufen. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich keine Lust, heute auf meinem Hintern zu landen. Ach komm schon, das wird lustig. Und wenn es dir wirklich gar keinen Spaß macht, dann gehen wir wieder, okay? Na, jetzt geht's aber los. Und wenn du immer in Bewegung bleibst, wird dir auch nicht kalt. Na gut, ich kann es ja mal probieren. Genau. Ganz langsam die Füße bewegen. Das sieht doch schon super aus. Dann können wir doch direkt unsere erste Runde machen.
Ich weiß nicht. Ihr bleibt aber bei mir, ja? Klar, ich fahre direkt neben dir. Wenn du willst, kannst du dich auch an mir festhalten. Nein, lieber nicht. Ich muss mein Gleichgewicht finden. Also los, fahren wir eine Runde. Und? Ist es so schlimm? Nein, es ist ganz lustig. Und wenn ich noch ein paar Runden fahre, macht es vielleicht auch Spaß. Na, siehst du. Heuermann, hallo? Ja, hallo. Spreche ich mit Hanna Heuermann? Ja? Wer ist denn da? Guten Tag, Frau Heuermann. Hier ist Jan Ernst von der Firma Wein und Gut GmbH. Wir hatten schon per E-Mail Kontakt. Ah ja, genau. Hallo, Herr Ernst. Sie hatten uns wegen eines Praktikums geschrieben. Genau. Ich würde gerne 4 Wochen in Ihrer Firma verbringen. Mir fehlt für die Zulassung zum Diplom noch der Bereich Kundenbetreuung. Grundsätzlich haben wir noch Praktikumsplätze frei. Ich müsste nur noch ein paar Dinge klären. Geht das gleich am Telefon? Haben Sie kurz Zeit? Ja, selbstverständlich. Was möchten Sie denn wissen? Sie studieren ja Agrarwissenschaften. Wann wollen Sie denn Ihren Abschluss machen? Ich möchte im nächsten Sommer mein Diplom machen. Für die Zulassung brauche ich verschiedene Praktika. Einige habe ich schon. Nur der Bereich Kundenbetreuung im Weinbau fehlt mir noch. Wie ich sehe, kommen Sie aus Hamburg. Norddeutschland ist nicht gerade als Weinregion bekannt. Stimmt. Dafür gibt es bei uns gutes Bier. Welche Praktika haben Sie denn schon absolviert? Ich kann den Mailanhang mit dem Lebenslauf nicht öffnen. Ich habe das Kartoffelanbaupraktikum in Niedersachsen gemacht. Bei Weißross und Co. in Celle. Das ist der Marktführer für Feldfrüchte. Das war letztes Jahr im März. Ah ja, Kartoffeln. Genau. Danach bin ich nach Jever in die dortige Brauerei gegangen und habe das Bierbraupraktikum gemacht. Das waren 6 Wochen im Sommer. Bier? Ah ja. Ja, dann war ich 2 Monate in Italien zur Tomatenernte und 1 Monat in Spanien. Da habe ich Olivenöl gepresst. Jetzt zieht es mich nach Süddeutschland in die Weinregion. Ich brauche aber kein Praktikum im Anbau mehr, sondern nur noch in der Kundenbetreuung. Ich muss das jetzt kurz fragen, Frau Heuermann. Wie gut verstehen Sie den badischen Dialekt? Ach, mit der Sprache habe ich kein Problem. Ich verstehe fast jeden Dialekt. Das ist ein Hobby von mir. Ich bin schon immer viel gereist und hatte nie Schwierigkeiten. Na, das hört man gerne. Ich habe noch eine Bitte. Können Sie uns den Mailanhang mit den Zeugnissen und dem Lebenslauf bitte ausdrucken und zusenden? Mit unserem Programm lassen sich die Dateien nicht öffnen. Ja, klar, das kann ich sofort machen. Soll ich Ihnen die Unterlagen faxen? Dann können Sie sie sofort sehen. Ich sehe schon. Sie denken mit? Ja, bitte. Unsere Faxnummer ist 07612 23489. Ich denke, Sie können schon mal Ihre Koffer packen. Der Praktikumsplatz ist Ihnen so gut wie sicher. Oh, das ist ja schön. 1000 Dank. Ich freue mich riesig. Ich hätte Sie gerne ab Oktober bei uns. Da sind die hiesigen Weinfeste. Wir können dann bei der Kundenbetreuung jede Hand gebrauchen. Ja, wunderbar, das passt perfekt. Nochmal danke und auf Wiederhören. Auf Wiederhören und bis Oktober. Schönen guten Tag. Ich bin Herr Hahn aus dem 3. Stock. Guten Tag. Mein Name ist Herr Klein. Sind Sie von der Hausreinigungsfirma, die jede Woche unser Treppenhaus reinigt? Genau, der bin ich. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mit der Qualität der Reinigung nicht zufrieden bin. Was genau ist denn falsch an der Reinigung? Letzte Woche war Ihre Firma am Mittwoch hier. Als ich kurz danach die Treppe heruntergekommen bin, war überall auf den Stufen noch Schmutz. Außerdem wurden die Fenster schon seit Wochen nicht mehr geputzt. Da kann man ja kaum noch durchschauen. Letzte Woche war ich im Urlaub, Herr Hahn. Da hat meine Vertretung Ihr Haus geputzt. Ich werde heute wieder sehr gründlich sein. Ich hoffe, dass das nicht noch einmal vorkommt. Ich spreche mit meiner Vertretung darüber. Na gut, aber was ist mit den Fenstern? Schauen Sie doch mal, wie dreckig die sind. Wir haben von der Hausverwaltung den Auftrag über wöchentliche Reinigung des Bodens bekommen. Die Fenster sollen wir nur alle 2 Monate reinigen. Was? Das ist doch viel zu selten. Da werde ich mal bei der Hausverwaltung anrufen. Tun Sie das. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Opernhaus Hamburg, Heinz am Apparat.
Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Helen Fischer. Ich rufe wegen der Anzeige an. Ich interessiere mich für die Stelle als Sängerin. Ah ja, Frau Fischer. Sie hatten gestern schon mal angerufen. Da war ich außer Haus. Was haben Sie denn bisher beruflich gemacht? Ich habe 8 Jahre den Frauenchor in unserer Kirchengemeinde geleitet. Das war ehrenamtlich. Jetzt möchte ich aber gerne ganztags arbeiten. Und ich möchte vor einem größeren Publikum singen. Und warum interessieren Sie sich gerade für unser Opernhaus? Ich gehe in fast alle Vorstellungen bei Ihnen. Sie haben eine tolle Musikgruppe. Mir gefällt auch das Programm. Es ist sehr abwechslungsreich. Und Ihr Haus ist für mich gut mit der Bahn zu erreichen. Ja, wir sind sehr stolz auf unsere Künstler. Wann könnten Sie denn mal bei uns vorsingen? Ich habe immer Zeit. Ich könnte sofort kommen. Heute geht es nicht mehr. Aber wenn Sie morgen um 12 Uhr kommen könnten, würde es passen. Dann ist auch der Chor im Hause. Wir haben dann Probe. Ja, das passt perfekt. Ich freue mich sehr. Ich habe auch ein paar Lieder geübt. Die würde ich Ihnen dann präsentieren. Sehr schön. Dann bis morgen, Frau Fischer. Danke, Herr Heinze. Bis morgen dann. Hi, mein Schatz. Hast du mal wieder deinen Schlüssel vergessen? Nö, ich hatte keine Lust, in meiner Tasche zu wühlen. Ist dein Tag nicht gut gelaufen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte einen richtig guten Tag. Komm erst mal rein. Ich habe schon Abendessen für uns gekocht. Super. Was gibt es denn? Dein Lieblingsgericht. Kartoffelgratin mit Blumenkohl. Oh, lecker. Da freue ich mich. Das habe ich gehofft. Du, Julia, ich muss dir etwas erzählen. Was denn? Erzähl mal. Ich hatte heute ein langes Gespräch mit dem Chef. Mit Herrn Schreiber? Nein, mit Herrn Klein. Herr Schreiber ist schon in Rente gegangen. Wie schön für ihn. Herr Klein hat mir ein Angebot gemacht. Echt? Worum geht es? Wir bauen doch eine neue Filiale in Norwegen auf. Und jetzt braucht die neue Filiale einen verantwortlichen Projektleiter, der die Abläufe koordiniert und den neuen Mitarbeitern dort die Systemstandards genau erklärt. Okay, und das sollst du übernehmen? Genau. Mein Chef möchte, dass ich für 1 Jahr nach Drammen bei Oslo gehe und alles koordiniere. 1 Jahr? Oh, das ist ganz schön lange. Deswegen wollte ich ja mit dir darüber sprechen. Ich möchte wissen, was du davon hältst. Ich habe meinem Chef gesagt, dass ich das erst mit dir besprechen muss. Er möchte bis nächste Woche eine Antwort von mir haben. Wir hatten eigentlich ein Kind in nächster Zeit geplant und wir wollten ein Haus bauen. Ich weiß, aber die Bezahlung ist unglaublich. Ich bekomme das Doppelte von meinem jetzigen Gehalt und Reisekosten noch extra. Dann könnten wir das zusätzliche Geld natürlich super beiseite legen und unsere Pläne um 1 Jahr verschieben. Dann sind wir auf jeden Fall finanziell abgesichert. Ja. Und dann müssen wir für das Haus auch keinen Kredit aufnehmen. Und die Kinderplanung läuft uns ja nicht weg. Wir sind ja noch jung und haben viel Zeit. Das stimmt schon, aber ich würde so gerne Mutter werden. Das wirst du auch, nur 1 Jahr später. Schaffst du es noch so lange zu warten? Ich denke schon. Es ist ja auch eine super Chance für dich. Aber du musst wissen, dass es wirklich aufregend ist, in einem anderen Land zu arbeiten. Und es ist eine Position mit sehr viel Verantwortung. Ich finde, dass du zusagen solltest. Echt? Ich hatte befürchtet, dass du total dagegen bist. Naja, schön finde ich es nicht, 1 Jahr lang nicht täglich bei dir zu sein. Aber es hat mehr Vorteile als Nachteile. Die Bezahlung ist gut, es ist ein beruflicher Aufstieg und du kannst dort auch unglaublich viel lernen. Wieso solltest du also nur wegen mir ablehnen? Wir können uns sehr oft sehen. Ein Flug nach Norwegen dauert nicht mal 2 Stunden. Und die Landschaft ist großartig. Du hast recht. Wir machen dann einen wunderschönen Urlaub und schauen uns gemeinsam Norwegen an. Wir sind noch nie in Norwegen gewesen. Es soll dort total toll sein, aber sehr kalt. Ja, das stimmt. Ich möchte aber natürlich das Nordkap sehen und träume schon seit Jahren von der Mitternachtssonne. Ich sehe da eine gute Chance für uns beide. Also sag zu, mein Schatz. Ich stehe voll hinter dir. Danke, dafür liebe ich dich. Wir können uns schon jetzt vorbereiten und die Koffer packen. Restaurant Seeblick. Sie sprechen mit Herrn Scheibe. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Michael Kiesler. Ich würde gern einen Tisch für heute Abend reservieren. Sehr gern. Ich schaue kurz in den Reservierungen nach.
Einen kleinen Moment. So, möchten Sie drinnen oder draußen sitzen? Oh, Sie haben auch eine Terrasse? Ja, wir haben eine große Terrasse mit direktem Blick auf den See. Das klingt wunderbar. Da heute strahlender Sonnenschein ist, würden wir gerne draußen sitzen. Sehr gern. Mit wie vielen Personen kommen Sie zu uns? Wir kommen zu viert. Meine Eltern sind zu Besuch und da haben wir uns überlegt, dass wir heute Abend schön bei Ihnen essen gehen könnten. Eine sehr gute Idee. Um welche Uhrzeit möchten Sie bei uns sein? 18 Uhr wäre gut. Um 18 Uhr habe ich leider schon eine Reservierung für die gesamte Terrasse. Die Veranstaltung dauert auch den ganzen Abend. Das tut mir leid. Oh, das ist ja schade. Haben Sie denn dann drin vielleicht noch 4 Plätze frei? Im Restaurant kann ich Ihnen ab 19 Uhr einen Tisch für 4 Personen anbieten. Der Platz befindet sich direkt an unserer großen Glasfront. Somit haben Sie auch von dort einen wunderschönen Ausblick auf den See. Super, den nehme ich. Eine sehr gute Wahl. Wie war Ihr Name nochmal? Michael Kiesler. Alles klar. Ein Tisch für 4 Personen, heute Abend um 19 Uhr, für Herrn Michael Kiesler. Habe ich notiert. Vielen Dank. Ich habe da noch eine Frage. Ich höre. Gibt es bei Ihnen auch vegetarische Gerichte? Meine Mutter isst seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Wir haben eine kleine Auswahl an rein vegetarischen Gerichten. Das beginnt bei Salaten als Vorspeise und führt weiter über alle Arten von Nudeln mit Gemüsebeilagen und Gemüse-Bolognese. Wir haben auch viele Pilzgerichte und Aufläufe ohne Fleisch. Das ist ja großartig. Vielen Dank für Ihre Geduld. Das ist doch gar kein Problem. Uns liegt es am Herzen, dass unsere Gäste rundum zufrieden sind. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Bis heute Abend. Bis später. Hallo Fritz. Alles klar bei dir? Ja, soweit ist alles in Ordnung. Es ist nur nervig, eine richtige Wohnung zu finden. Das geht mir auch so. Ich suche schon seit einem halben Jahr. Aber die Wohnungen sind entweder zu klein oder zu teuer oder sie liegen irgendwo auf dem Dorf, wo ich nicht wohnen will. In Hamburg eine Wohnung zu finden, ist schwierig. Ja, fast unmöglich. Obwohl ich eine sehr schöne Wohnung an der Hand habe. Sie liegt zentral, hat einen Balkon und 3 große Zimmer. Aber für mich allein ist sie viel zu teuer. Für 2 Personen allerdings wäre sie ideal. Oh. Bietest du mir gerade eine Wohngemeinschaft an? Ja. Wir kennen uns doch schon so lange. Ich denke, eine WG mit uns beiden wäre eine super Idee. Ja, warum eigentlich nicht? Können wir uns die Wohnung mal ansehen? Ich habe einen Termin heute um 18 Uhr. Hast du da Zeit? Ja, das geht. Ich arbeite bis 17 Uhr, dann kann ich es schaffen. Treffen wir uns dort? Gib mir mal bitte die Adresse. Die ist in der Rathausstraße 20, direkt am Schleusentor. Gut, wir sehen uns. So, bitteschön. Das ist die Wohnung. Ja, sag mal, die ist ja perfekt. Und bereits renoviert. Wir müssten gar nichts mehr machen. Ich sagte ja, eine ideale Wohnung. Und alle Zimmer sind in etwa gleich groß. Da können wir losen, wer welches Zimmer nimmt. Und das 3. nehmen wir als Wohnzimmer. Also, was sagst du? Ja, klar doch. Wo soll ich unterschreiben? Hier unten rechts. Na dann, auf gute Nachbarschaft. Ich freue mich. Gehen wir ein Bierchen trinken auf die neue WG? Na sicher doch. Spielzeugparadies Berlin, Sie sprechen mit Frau Schulz. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Yilmaz. Ich war gestern bei Ihnen im Laden und habe Weihnachtsgeschenke für meine Kinder gekauft. Ich habe Ihren Aushang gesehen, dass Sie für das Weihnachtsgeschäft noch Aushilfen suchen. Ist das noch aktuell? Ja, wir suchen noch dringend nach Unterstützung. Das Weihnachtsgeschäft läuft hier immer sehr gut. Super. Über welchen Zeitraum muss man arbeiten? Das Weihnachtsgeschäft beginnt Anfang November und hält bis Mitte Januar an. Für diesen Zeitraum brauchen wir noch Mitarbeiter. Gut. Und von welcher Arbeitszeit sprechen wir da? Das kommt darauf an, wie viel Sie arbeiten möchten. In Teilzeit oder Vollzeit? Ich würde gern Vollzeit arbeiten. Das ist super. Solche Mitarbeiter suchen wir immer. Und die Arbeitszeit verteilt sich auf Montag bis Samstag, richtig? Genau.
Sie haben dann 2 Tage pro Woche frei, aber wahrscheinlich wird das nicht der Samstag sein. Vor allem am Wochenende läuft der Laden sehr gut. Das ist kein Problem. Und wie sieht es mit der Bezahlung aus? Sie verdienen zwischen 2.460 und 3.428 Euro brutto. Das klingt sehr gut. Welche Unterlagen benötigen Sie von mir? Eine Kurzbewerbung mit Lebenslauf reicht aus. Am besten bringen Sie die Unterlagen zu mir persönlich. Dann kann ich sie direkt an meine Chefin weiterleiten. Darf ich fragen, ob es danach eventuell die Möglichkeit gibt, auch fest übernommen zu werden? Wenn Sie gute Arbeit leisten, werde ich das bei der Chefin anmerken. Es ist schon passiert, dass Aushilfen danach auch hier bei uns geblieben sind. Okay, ich mache meine Bewerbungsunterlagen direkt fertig und bringe sie Ihnen heute noch vorbei. Super. Ich bin bis 18 Uhr hier im Laden. Das schaffe ich. Bis später, Frau Schulz, und vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern, Herr Yilmaz. Bis später. Bis später. Heller Busreisen, Herr Wenzel am Apparat. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag, hier ist Tom Brandt von der Himmelblau-Grundschule. Ich habe Ihnen gestern eine E-Mail geschickt wegen unserer Klassenfahrt im Mai. Die Himmelblau-Grundschule in Altona? Ja, genau. Es geht um die Klassenfahrt der 4. Klasse nach Schloss Beutzenburg. Ah ja, hier habe ich Ihre E-Mail. Sehr schön. Ich rufe an, um den genauen Ablauf mit Ihnen zu besprechen. Ihr Kollege hat mich gestern in seiner Antwortmail darum gebeten, etwas genauere Angaben zu den Zeiten zu machen. Richtig. Wir können Ihnen erst ein Angebot erstellen, wenn wir wissen, wie oft Sie den Bus benötigen und welche Wartezeiten einzuplanen sind. Also, die Klassenfahrt wird mit 70 Kindern stattfinden. Die Abfahrt an der Schule ist am 15.05. um 9 Uhr geplant. Gut, das ist kein Problem. Unser Bus wird um 8.30 Uhr bereitstehen. Gibt es vor der Schule eine Haltemöglichkeit für unseren großen Reisebus? Es gibt einen großen Supermarktparkplatz gegenüber der Schule. Mit dem Inhaber des Marktes haben wir bereits gesprochen. Wir haben die Erlaubnis, den Parkplatz zum Einsteigen zu nutzen. Das ist also kein Problem. Hervorragend. Ich notiere das nur eben in dem Auftrag. Also Abfahrt vom Supermarktparkplatz gegenüber der Schule um 9 Uhr. Wenn wir ohne Probleme bis nach Beutzenburg fahren können, kommen wir dort gegen 11 Uhr an. Genau, das haben wir ebenfalls so geplant. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit den Haltemöglichkeiten vor Ort aussieht. Dort gibt es einen großen Busparkplatz. Unsere Mitarbeiter waren dort schon oft. Die kennen sich aus. Gut, dann brauchen wir den Bus an diesem Tag nicht mehr. Aber am nächsten Tag wollen wir mit allen Kindern zum Naturkundemuseum im 20 Kilometer entfernten Nachbarort fahren. Dafür brauchen wir wieder den Bus. Kein Problem, Herr Brandt. Wann soll es losgehen? Abfahrt in Beutzenburg ist 10 Uhr. Um 11 Uhr sind wir im Naturkundemuseum angemeldet. Die Führung dauert bis 12.30 Uhr. Danach wollen wir mit den Kindern zum Mittagessen zurück zur Jugendherberge fahren. Das habe ich notiert. Sonst noch Ausflüge oder dann nur noch die Rückfahrt zur Schule? Wir wollten gern am 18.05. um 14 Uhr eine Fahrt zum Bauernhof machen. Dieser ist etwa 40 Kilometer entfernt. Wir haben dort den ganzen Nachmittag gebucht und brauchen dann gegen 18 Uhr erst die Rückfahrt nach Beutzenburg. In Ordnung. Und dann am 19.05.2019 zurück zur Schule? Richtig. Wir wollten gegen 14 Uhr wieder in der Schule sein. Gut, dann schlage ich eine Abfahrtszeit um 12 Uhr vor. Das klingt logisch. Gut, Herr Brandt. Ich habe alle Fahrten notiert und erstelle Ihnen ein Angebot. Das bekommen Sie heute per E-Mail. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Sollten Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie mich gern an. Dann besprechen wir das nochmal. Das mache ich. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ach, Moment, Herr Wenzel. Ich hätte es fast vergessen. Wir wollen auf dem Rückweg an einem Bauernhof vorbeifahren und dort etwa eine halbe Stunde bleiben. Kein Problem. Das habe ich auch notiert. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Deutsch lernen durch Hören.